Du machst im Gespräch einen Fehler und niemand versteht dich? Quatsch. Die meisten Deutschen verstehen dich trotzdem und helfen sogar. Heute zeigen wir, wie du bei echten Gesprächen mit Deutschen locker bleibst, weiterredest und aus Fehlern lernst. Alles auf A2-Niveau. Du hörst super einfache Sätze für Kaffee, Bus, Arbeit und Freunde. Und wir üben gleich, wie du dich selbst korrigierst, ohne Stress, ohne peinlich. Los geht's! Hallo, ich bin Tim. Und ich bin Julia. Die ganze Lektion ist übrigens auf Vocabli. Also, erstmal, Fehler sind normal. Wir machen sie alle, jeden Tag, auch auf Deutsch. Wichtig ist, dass dein Gegenüber deine Idee versteht. Perfekt sein ist schön, aber reden ist wichtiger. Ja, und wenn etwas falsch klingt, sag einfach, sorry, das war falsch. Ich meine, das ist super menschlich. Viele Deutsche finden das sogar sympathisch, weil du dich traust und weitersprichst. Bevor wir lange erklären, machen wir direkt ein kleines Rollenspiel. Stell dir vor, du bist im Café. Du willst Kaffee mit Hafermilch. Ich bin der Kellner, okay? Okay, ich bin die Lernerin. Ich versuch's mal, und ich mach extra einen kleinen Fehler, ja? Guten Tag. Was darf's sein? Ich hätte gern einen Kaffee, also, einen Kaffee, bitte. Mit Hafermilch, wenn es gibt, wenn es das gibt. Sehr gut korrigiert. Ja, wir haben Hafermilch. Möchten Sie noch etwas dazu? Ja, ein Brötchen mit Käse. Oh, sagt man das so? Ein Brötchen mit Käse? Perfekt. Ein Kaffee mit Hafermilch und ein Brötchen mit Käse. Kommt sofort. So einfach, oder? Ich hab mich selbst korrigiert, ein zu einen, und wenn es gibt, zu wenn es das gibt. Kein Drama, weiter geht's. Genau. 2 kleine Helfersätze, die mega nützlich sind, ich meine, und wie sagt man das? Damit kaufst du dir Zeit und bleibst freundlich im Gespräch. Und noch einer, können Sie das wiederholen? Bitte, wenn jemand schnell spricht, ist das total okay. Viele Deutsche sprechen dann langsamer und klarer. Jetzt eine echte Geschichte. Ein Freund aus der Sprachgruppe hat mal, ich warte über den Bus, gesagt. Das klang komisch, aber alle wussten, was er meint. Wir haben gelacht, und dann haben wir gesagt, man sagt, ich warte auf den Bus. Und fertig. Ja, genau solche Sachen. Präpositionen sind tricky. Viele denken in der eigenen Sprache, und dann kommt auf Deutsch etwas anderes raus. Aber, hey, du hast kommuniziert. Das ist das Ziel. Ich sag's mal deutlich, lieber einfach sprechen und mal falsch, als perfekt denken und gar nichts sagen. Denn Gespräch heißt Austausch, nicht Prüfung. Wobei, eine Sache ist wichtig, wenn du ein Wort nicht kennst, umschreibe es. Sag, das runde Brot, das kleine Brot vom Bäcker, das Brötchen, so findest du das Wort unterwegs. Genau. Und bitte, lach über kleine Fehler. Ich sag manchmal sogar, komisches Deutsch, oder? Das entspannt die andere Person und sie hilft gern. Apropos peinlich, ich kenne eine Story aus einer Lerngruppe, die war krass, aber lehrreich. Jemand wollte über Schlafen reden und sagte aus Versehen das Wort Schlampe. Das ist ein sehr beleidigendes Wort. Er meinte eigentlich Schläfer oder Schlafmütze. Nach dem Schock haben alle gelacht, er hat sich entschuldigt, und dann haben wir die richtigen Wörter gelernt. Man kann sogar aus sowas lernen. Total. Wenn sowas passiert, sag einfach, oh, tut mir leid, falsches Wort. Ich lerne noch. Mehr braucht's nicht. Die meisten checken das sofort und sind freundlich. Kleines Tipppaket für den Alltag. Sag öfter bitte, danke,
Entschuldigung, und kannst du das anders sagen? Diese Miniwörter retten Gespräche. Sie zeigen Respekt, auch wenn die Grammatik wackelt. Und noch ein Trick: Mach Sätze kürzer. Statt „Ich würde gerne wissen, ob Sie vielleicht mir helfen könnten", sag einfach „Können Sie mir helfen, bitte?" Klar, direkt, super. Noch ein Rollenspiel, diesmal mit Präpositionen. Du wartest an der Haltestelle. Ich spiele die Deutsche, du der Lerner, ja? Okay. Entschuldigung, ich warte über den Bus seit 10 Minuten. Ah, man sagt, ich warte auf den Bus. Aber ich verstehe dich. Der Bus kommt gleich. Ah, danke. Ich warte auf den Bus. Und fahren wir mit dem Bus ins Zentrum? Ja, genau. Mit dem Bus ins Zentrum. Passt. Siehst du? Ein Fehler, eine Korrektur, und zack, du sprichst weiter. Keine große Sache. Kurzer Stopp, Mini-Quiz. Weißt du noch, wie du höflich Zeit gewinnst, wenn dir ein Wort fehlt? Genau, wie sagt man das? Oder ich meine, gute Erinnerung, oder? Und noch eins. Was heißt richtig? Ich warte, den Bus, na? Richtig, ich warte auf den Bus. Sehr gut. Es gibt so ein kleines Streitthema. Was ist wichtiger, flüssig sprechen oder ganz korrekt sein? Ich sag, erstmal flüssig genug, damit der Sinn klar ist. Korrekt kommt mit der Zeit, Schritt für Schritt. Ich seh's ähnlich, aber ich sag auch, Klarheit zuerst. Wenn ein Fehler die Bedeutung ändert, dann besser kurz stoppen und korrigieren. Sonst einfach weiterreden. Eine Sache finde ich spannend, schau mal, wie Deutsche Englisch sprechen. Viele sagen I have hunger statt I am hungry. Und trotzdem verstehst du sie. Das hilft mir, lockerer zu sein, wenn ich Deutsch spreche. Ja, das nimmt den Druck. Manche empfehlen sogar, so ein bisschen diese typischen Muster zu kennen. Nicht um sie nachzumachen, sondern um zu merken. Ach, jeder macht Fehler. Sprache ist zum Nutzen da. Kommen wir zu häufigen kleine Fallen. Präpositionen mit Verben sind echt tückisch. 3, die du oft brauchst: warten auf, denken an, sich freuen auf oder über. Beispiel: Ich warte auf den Bus. Ich denke an dich. Ich freue mich auf das Wochenende, aber ich freue mich über das Geschenk. Guter Merktrick. Auf den Bus warten, an dich denken. Das reimt sich so ein bisschen im Kopf. Und bei freuen, auf gleich Zukunft, über gleich jetzt. Einfach so merken, halt. Wenn du unsicher bist, mach's so, sag deinen Satz langsam und hör zu, wie der andere reagiert. Viele Deutsche wiederholen deinen Satz automatisch, aber korrekt. Das ist gratis Unterricht im Gespräch. Und frag aktiv nach, kannst du mich kurz korrigieren? Oder sagt man das so? Das ist stark, nicht schwach. Es zeigt, dass du lernen willst. Noch ein Mini-Rollenspiel, diesmal bei der Arbeit. Du willst sagen, dass du noch lernst. Ich bin die Kollegin, okay? Alles klar. Julia, ich mache vielleicht Fehler. Ich lerne noch Deutsch. Kannst du langsam sprechen, bitte? Klar, kein Problem. Wenn etwas unklar ist, sag's einfach. Wir schaffen das zusammen. So ein Satz am Anfang nimmt total den Druck. Danach fließt das Gespräch viel besser. Und wenn du ein Wort gar nicht weißt, umschreibe es. Zum Beispiel, das Ding zum Schneiden, das Messer oder das Fahrzeug ohne Dach, das Cabrio, so bleibst du im Spiel. Manchmal hilft auch Humor. Ich sag gern, mein Deutsch ist noch im Aufbau wie eine Baustelle. Die Leute lachen und plötzlich ist die Stimmung leicht. Aber klar, achte auf Höflichkeit. Manche Wörter sind zu stark.
Wenn du unsicher bist, nimm ein neutrales Wort. Lieber doof als ein sehr hartes Schimpfwort, ja? Und wenn dir jemand nicht so freundlich antwortet, kommt vor, nimm's nicht persönlich. Du übst. Geh zum nächsten Gespräch. Es gibt viele nette Leute, die helfen gern. Noch ein paar Rettungssätze zum Mitnehmen. Wie bitte, langsamer, bitte, ich habe das Wort vergessen. Meinen Sie, kann ich das so sagen? Schreib dir 2 davon auf und nutz sie heute. Und übe laut, wirklich laut. Sag Sätze im Bad, in der Küche, beim Spazieren. Dein Mund muss die Wörter kennen, nicht nur dein Kopf. Wenn du willst, nutz dein Handy und nimm dich kurz auf. Hör's dir an und such nur eine Sache zum Verbessern. Nur eine. Das macht's leicht und motiviert. Praktischer Tipp im Gespräch: Wiederhole den Kern vom Satz des anderen. Er sagt, wir treffen uns morgen am Bahnhof. Du sagst, am Bahnhof, morgen, passt. So zeigst du Verständnis und gewinnst Zeit. Noch eine Kleinigkeit, stell einfache Fragen. Wer? Wo? Wann? Was? Warum? Solche Mini-Fragen halten das Gespräch am Laufen, auch wenn du müde bist. Und vergiss nicht, du darfst nach Wörtern fragen. Wie heißt das auf Deutsch? Oder gibt es ein einfacheres Wort? Viele Deutsche erklären gern, echt. Zum Schluss eine Mini-Checkliste für dein nächstes Gespräch. 1. Atmen. 2. Kurz und klar sprechen. 3. Wenn Fehler, selber korrigieren. 4. Nachfragen, wenn unklar. 5. Lächeln, Humor hilft. Bevor wir Schluss machen, hast du so eine peinliche, aber am Ende lustige Fehlergeschichte? Oder hast du einen eigenen Trick, wie du locker bleibst, wenn du Deutsch sprichst? Erzähl uns das gern in den Kommentaren. Und wie wir vorhin kurz gesagt haben, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Schau mal rein, übe die Sätze laut, und dann raus auf die Straße. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Sprechen, mit Fehlern, aber mit Mut. Bis zum nächsten Mal.